The harem, the more powerful the king, the bigger the harem. Je mächtiger der König, desto größer war sein Harem. And so David had more than one wife. David hatte mehr als eine Frau. But because that happened, it doesn't mean it was right. Nur weil das passiert ist, heißt nicht, dass es gut war. But rather, like warfare, like patriarchal society, God accommodated it in His purpose. Aber genauso wie auch die Kriegsführung, genauso wie auch die patriarchistische Gesellschaft, hat Gott das zugelassen und ist damit umgegangen nach seinem Plan. Because in the big picture of history, there was going to come a time when Jesus would come and bring about a restoration, or seek to bring about a restoration of the true values. Denn hatte den großen Blick auf die Geschichte. Wusste, da kommt ein Zeitpunkt, wo Jesus Wiederherstellung der ursprünglichen, der wahren Werte bringt. And so I hope you're understanding how just because it's in the Old Testament doesn't mean it's God's 100% best. Ich hoffe, ihr versteht damit, nur weil etwas im Alten Testament steht, heißt es nicht, dass das Gottes 100% perfekte Absicht war. But when Jesus came and was introducing the beginning of the new covenant, wo Jesus dann aber kam und den Anfang des neuen Bundes vorgestellt hat, the new creation, die neue Schöpfung, He was all the time taking people back to the values, the original values that God had before the fall. Da hat die Menschen immer wieder zu Gottes ursprünglichen Werten zurückgenommen, die sie hatten vor dem Sündenfall. You doing okay? Okay, let's just briefly talk about the Philistines because they're such a big part of 1 Samuel. Sprechen wir kurz über die Philister, die spielen so eine wichtige Rolle in 1. Samuel. This is where they lived on the southwest of Israel. Da haben sie gelebt, im Südwesten Israels. In history, they're known as the Sea People. In der Geschichte sind sie bekannt worden als ich würde das mal als Seevölker. They emigrated across the Mediterranean east and settled in this particular area. Die sind migriert über den Ostteil des Mittelmeers und haben sich da niedergelassen in dem Gebiet. And they established these 5 cities, and they're often spoken about all the way through the rest of the Old Testament. Da haben sie diese 5 Städte gegründet und die werden ganz oft erwähnt im Rest des Alten Testaments. Far from being unenlightened or unsophisticated, they were very capable. They were very capable, technologically advanced people. Es waren technologisch sehr weit entwickelte Menschen und waren sehr, sehr fähig, hatten hohe Fähigkeiten. And it has to, one of the things, they had the skills of working iron. Die hatten die Fähigkeit, Eisen zu verarbeiten. You may have noticed in Samuel how the troops of Israel, they didn't have the skill of iron and they didn't even have the ability to sharpen iron farming implements. Euch ist es vielleicht aufgefallen, in dem, was ich bisher gelesen habe, die Israeliten, die konnten kein Eisen schmieden und die konnten nicht mal ihre landwirtschaftlichen Geräte selbst schärfen. And you may remember in Samuel, the Philistines were very careful to keep this technology secret. Und das habt ihr vielleicht auch gesehen in Samuel, dass die Philister sehr darauf bedacht waren, diese Technologie verborgen zu halten. And the technology was such that they could create chariots. They had a chariot army. Mit dieser Technologie konnten sie Streitwagen entwickeln. Sie hatten eine ganze Armee von Streitwagen. And they could make iron swords. Sie konnten auch eiserne Schwerter schmieden. When the Israelites still had bronze swords. Während die Israeliten noch Bronzeschwerter hatten. Now a bronze sword would blunt very quickly. Ein Bronzeschwert wird ganz schnell stumpf. And the iron, of course, could be sharpened and it would last a lot longer. Das Eisen konnte immer wieder geschärft werden und damit war es viel länger brauchbar. And they were, as you saw in Judges, a constant
threat to Israel. Schon in Richter habt ihr gesehen, dass sie eine ständige Bedrohung für Israel waren. Now, let me just take, before we break, just do one more thing and then that'll set us up for after the break. Etwas möchte ich noch kurz machen, bevor wir in die Pause gehen. I'd like to talk a little bit about ancient warfare. Ich möchte noch ein bisschen was über die damalige Kriegsführung sagen. It will help you to know that until they had King David, Es ist vielleicht noch hilfreich für euch zu wissen, bis sie einen König hatten, den König David, when it came to soldiers, Israel didn't have what today we would call a standing army. die Israeliten hatten kein ständiges Heer. In other words, full-time troops. Like this is what they did. This was their job every day. Die hatten keine Vollzeitsoldaten, deren Beruf es war, Soldat zu sein. But rather what they had is what is technically known as a militia. Was sie hatten, ist das, was sonst eine Miliz genannt wird. And that is regular people that are farmers and pottery workers and stuff like that. Also ganz normale Leute, Bauern, Handwerker und so. But when there was a threat, they would all gather together with their swords or whatever they had to kill people with. Wenn es eine Bedrohung gab, dann haben sie sich alle zusammengetan mit ihren Schwertern oder was immer sie sonst an Waffen hatten. And then that would make up the army. Und daraus bestand dann die Armee. Now you may have noticed what may seem very strange in Samuel, Ihr habt es vielleicht gemerkt und euch ist vielleicht komisch vorgekommen in Samuel. and that is that if the army was defeated, those that survived would run home and go to their houses. Da heißt es, wenn sie eine Niederlage erlitten, dann haben die geflohen sind, haben sich aus dem Staub gemacht, sind zu ihren Häusern nach Hause gegangen. Or if they were too frightened, the opposition was too great, they would decide, I'm out of here, I'm going back home. Oder auch einfach, wenn es zu schlimm wurde in der Schlacht, wenn der Gegner zu stark war, dann haben sie einfach gesagt, okay, ich hau ab, ich gehe nach Hause. And they wouldn't necessarily have professional weapons. Sie hatten nicht unbedingt professionelle Waffen. Obviously, people were often afraid. Und oftmals hatten sie Angst. But if they did have a weapons, the swords tended to be this particular shape. Wenn sie eine Waffe hatten, dann hatten ihre Schwerter oftmals diese Form. That they found these in archaeological digs. Diese wurden in archäologischen Ausgrabungen gefunden. And you'll notice the shape of that is similar like a sickle or a scythe for your corn. Und euch fällt vielleicht auf, das ähnelt von der Form her einer Sichel, die man zum Getreideernten nutzen kann. And these are known as slashing swords. Und das sind schlagende Schwerter. The swords we're more familiar with are stabbing swords. Die Schwerter, die wir heute eher kennen, sind stechende Schwerter. At this time, the metal wasn't advanced enough and strong enough for that sword that you didn't have steel. Damals waren die Waffen noch nicht weit entwickelt genug dafür, bevor es Stahl gab. So you had a sword that was that particular shape. Also hatten sie Schwerter von dieser Form. And so, as I've mentioned, people will be frightened, they would walk away. Wie ich schon erwähnt habe, wenn die Leute Angst hatten, sind sie oft weggegangen. And one of the most scary things was a chariot army. Etwas, was ihnen am meisten Angst gemacht hat, war eine Armee von Streitwagen. You imagine being a row of people lined up and then these horses come charging at you, like boom, they would send you scattering everywhere. Stell dir mal vor, du stehst da in einer Reihe und du siehst, wie diese Pferde auf dich zu galoppieren. Die können die einfach auseinandersprengen. Now fighting was really hand-to-hand combat. Im Kampf ging es wirklich um den Nahkampf, ein Mann gegen Mann. The armies would engage and it would be every man had to defeat the man they were fighting, because
only one person was going to survive that interaction. Die Armeen trafen aufeinander und dann ging es Mann gegen Mann. Jeder hat seinen eigenen Gegner, den musste er umbringen, weil nur einer von den zwei hat jeweils überlebt. And the battlefield at the end was often really horrific. Am Ende der Schlacht sah so ein Schlachtfeld echt schlimm aus. People, a lot of soldiers wouldn't have been killed outright, they would have just been injured. Viele Soldaten wurden nicht sofort getötet, sondern erstmal nur verwundet. Lying there in real agony, just waiting to die. Sie lagen da in riesigen Schmerzen, haben gewartet, dass sie gestorben sind. But often you'll notice in the Old Testament, it talks about when judgment comes, the people would be given over to the birds of the air or the beasts of the field. Oftmals sehen wir im Alten Testament, dass ihnen angedroht wird, das Gericht, das kommt durch die Vögel des Himmels, der Luft oder durch die Tiere des Feldes. Now today we have a slightly different perspective of warfare. Heute haben wir ein bisschen eine andere Perspektive von Kriegsführung. Because there's a distinction made between the soldier and the civilian. Wir haben heute einen Unterschied zwischen dem Soldaten und dem Zivilisten. And the rules of engagement, at least in more civilized countries, is you wouldn't willingly attack civilians. Armies would fight. Und da haben wir heutzutage Gesetze, wir haben Regeln, zumindest in zivilisierten Ländern, dass man nicht Zivilisten angreifen würde willentlich, sondern dass die Armeen gegeneinander kämpfen. But we need to know that's a very modern perspective. Uns muss aber klar sein, das ist eine sehr moderne Perspektive. Throughout most of history, there was no distinction made. If you were in the way, then you were killed. Durch den Großteil der Geschichte gab es da gar keine Unterscheidung. Wenn du im Weg standst, dann wurdest du umgebracht. It was this man, Henry Dumont, who was riding back home and came across a battlefield, and the battle had just finished. Und dann gab es diesen Mann, Henry Dunant, der hat zurückgeschrieben nach Hause und da hat er beschrieben, wie er über ein Schlachtfeld lief, wo die Schlacht gerade zu Ende gewesen war. It was a battle of Solferino where he came and saw just the carnage of bleeding men crying out in agony. Das war bei der Schlacht von Solferino, da hat er das Schlachtfeld gesehen und hat gesehen, diese Zerstörung und wie die Männer, wie die Soldaten schrien in Schmerz. And what he did was a result of his beliefs as a Christian. Was er dann tat, das resultierte aus seinem Glauben als Christ. He was behind this organization, the Red Cross, which is so often in the forefront in battle areas. Und daraus entstand die Organisation das Rote Kreuz, das so oft involviert ist heutzutage in Kriegsgebieten. And out of this comes what is being known as the Geneva Convention. Und daraus kam dann, was wir heute als die Genfer Konvention kennen. And this thing, which has saved and helped so many, even in the awfulness of war, is because of the biblical values that this man had in seeing all of that terrible stuff. Und diese Konvention und das Rote Kreuz, die so viele Menschenleben gerettet haben, selbst in der Grausamkeit des Krieges, das kam aus seinen christlichen Werten, die Now, der Mann dann in die Tat umgesetzt hat. Just to finish, Zum Abschluss before break, I want to show you just a clip from Braveheart. möchte ich euch einen Videoclip zeigen aus dem Film Braveheart. And what I want, the dialogue doesn't matter. Es geht nicht so sehr um den Dialog. We're not interested in the heroes. Es geht uns nicht um die Helden zu der Zeit. The movie is about the Scots and the English, In dem Film geht es um die Schotten und die Engländer. and the English trying to conquer and control the Scots. Wo die Engländer versuchen, die Schotten ihr Gebiet einzunehmen und sie zu kontrollieren. The exploitation of the King of England on the Scots was really awful. Wie der König Englands die Schotten ausgenutzt hat, das war echt schlimm.
But the Scots, they didn't have a standing army. They were like Israel. Die Schotten waren damals ein bisschen wie Israel, die hatten kein ständiges Heer, kein stehendes Heer. The English would have been more like the Philistines. Die Engländer hier sind mehr wie die Philister. And so when you're looking at this clip, be thinking of the relationship of these and just notice how these, the kind of mixture of weapons that they had. Also das könnt ihr euch so vorstellen, die Beziehung von Israel zu den Philistern, und achtet mal darauf, was die für Waffen haben. And this is like just a vivid picture of the kind of thing that we see over and over again in the scripture. Ich kann das also bildhaft zeigen, wie das damals war, was wir in der Bibel immer wieder lesen. Shows you enough. Ich glaube, das hat euch schon genug gezeigt. The Scots there, they were frightened. Die Schotten, die hatten Angst. You read that in Samuel. Das lesen wir in Samuel. They said, let's go home. Sie sagen, lasst uns heimgehen. That's what happened with Saul at one of his situations. Es ist auch dem Saul mal passiert in einer solchen Situation. Because of the challenge of knowing that you're probably going to die. Wegen dieser Herausforderung, die die Leute verspürten, zu wissen, wahrscheinlich werden wir sterben. Okay, let's take a break. Okay, lasst uns Pause machen. Um 11 machen wir weiter. Unten gibt es Kaffee.